Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Ja, gestern gab es auf Twitch einen langen Livestream, ich glaube 1,5 Stunden oder so, wo der CEO von Playa Games auch nochmal Rede und Antwort stand zum neuen Update, zur neuen UI von Shakes and Fidget, was es damit auf sich hat, warum das Ganze in die Wege geleitet werden musste und ja, was das für die Zukunft bedeutet. Und warum auch das Ganze mit so vielen Fehlern auch gelauncht worden ist. Ich kann euch das ganz kurz mal zusammenfassen in dem Video hier, die 1,5 Stunden. Im Prinzip, warum ist das Ganze so passiert, wie es passiert ist, dass es so rausgekommen ist. Übrigens, der fahrende Dungeon öffnet natürlich, ne, wir befinden uns auf F9 heute hier schon einen Tag früher. Für alle anderen, auf allen anderen Servern natürlich dann erst ab morgen. Sagt nicht, dass ich jetzt hier aus dem SF-Account ausgeloggt bin. Ja, auf den anderen Welten dann halt erst morgen, ne? Ja, sorry. Passiert mir eigentlich relativ selten, dass ich ausgeloggt werde hier und dann noch mitten im Video. Genau, ja, und warum ist das Ganze passiert? Also, kurz gesagt, haben sie auf jeden Fall ihren Fehler eingesehen, woran es lag. Sie wollten es halt unbedingt zum 15. Jahrestag von Shakes and Fidget rausbringen, beziehungsweise halt in der Nähe dessen Updates, beziehungsweise zu dem Anlass wollten sie das Ganze rausbringen. Dadurch haben sie sich selbst in die Bredouille gebracht und halt in eine gewisse Situation gebracht, wo sie unter Druck oder ja unter Zeitdruck arbeiten mussten, weil das Ganze halt wie gesagt zum 15. Geburtstag gut gepasst hätte und eigentlich hätte das Update vorab noch, ja, laut CEO Thorsten, ja, 2-3 Monate hätte es schon noch gebraucht, bis es komplett fertig gewesen wäre. Und dann wäre auch sowas wie zum Beispiel ein Beta-Server, der sich auch im Nachhinein oft gewünscht worden ist, wäre dann auch, ja, hätte auch dann stattfinden können. Nur halt eben, ja, war bis zum 15. Geburtstag dann wohl dann auch die Zeit nicht mehr, weil irgendwo, ja, ist ja Shakes and Fidget bzw. Playa Games ja auch ein Team, was an vielen verschiedenen Dingen arbeitet, viele verschiedene Dinge auch in Zukunft noch auf der Roadmap stehen und momentan ist es halt gerade so, dass jetzt alles für dieses Update nach hinten verschoben worden ist und jetzt der Fokus komplett auf Fehlerbehebung liegt. Gestern haben sie wohl auch anscheinend ein Meeting gehabt, was über 5 Stunden ging, so eine Art, ja, Krisenmeeting oder so, eine besondere Situation, die besondere, ja, Ergebnisse erfordert und deswegen wurde dort halt eben auch gesagt, dass jetzt die nächsten folgenden Wochen alles auf der Fehlerbehebung und Anpassung der neuen UI-Oberfläche gilt, dass zum Beispiel viele ja, Spielflüsse erleichtert werden, die jetzt ein bisschen Steine in den Weg gelegt haben, unnötige Klicks, komplizierte oder unübersichtliche Sachen. Die ersten Sachen, die wohl angepasst werden. Ich habe auch ein paar Patch-Notes offen, die jetzt heute angekündigt worden sind, die auch rauskommen als erstes. Und jetzt kommt halt jede Woche so ein bisschen was Neues dazu. Das erste wird wohl sein, dass zum Beispiel die Attribute auf die erste Seite gelegt werden, so wie es sich eigentlich gehört, dass man direkt gucken und vergleichen kann. Man hat hier seinen Charakter und die Stats und nicht, dass die erst hier hinten sind zum Beispiel. Ja, dann war ein Thema gewesen, ein Timer hier links an der Seite, dass die wieder zurückkommen. Einfach so übersichtliche Sachen in Bezug auf die Gilde wollen sie schauen, dass sie das wieder ein bisschen ja, intuitiver gestalten und dass da die Benutzeroberfläche auch ein bisschen anders wird, sodass quasi alte Features, die die Community vermissen, wieder teils zurückgeholt werden und ja, die dann halt einfach dann dazukommen. Ne? Also es wird wirklich versucht, so gut wie möglich halt ja, auf die Wünsche der Community einzugehen. Und ja, das kann ich euch erstmal schon mal soweit aus den 1,5 Stunden zusammenfassen. Gestern kamen die ersten News, beziehungsweise, oder heute um 11 Uhr, kamen die ersten Anpassungen zum neuen UI raus. Charakteransicht, der Attribute-Tab wird mit dem Info-Tab getauscht und als erstes angezeigt, wenn man die Charakteransicht öffnet. Ja, es geht da halt eben viel darum, um halt eben den Gameflow, den man vielleicht auch so ein bisschen vermisst, so dieses Muscle Memory, was man sich über die Jahre angewöhnt hat, ist jetzt sowieso ein bisschen flöten gegangen, weil ne, alles natürlich ein bisschen woanders ist, das ist klar, ist ja eine komplett neue Übersicht natürlich auch, ne?
Und ja, dass da halt eben dieser intuitive Spielfluss halt eben auch in Zukunft gefördert wird. So, das ist halt eben einfach so die Sache. Bugfixes, Schmied, das Aussehen von Gegenständen kann wieder geändert werden. Ja, das waren ja zum Beispiel, das sind auch so viele kleine Sachen auf jeden Fall, ne? Wenn man hier Rechtsklick macht und dann kann man hier so Runen tauschen, man kann upgraden so, ne? Aber es fehlen halt eben noch gewisse Features vom Schmied. Ja, das sind halt so viele Kleinigkeiten, ne? Gilde, bei der Ansicht von Gildenmitgliedern bleibt der ausgewählte Infotab in der Charakteransicht nun wieder bestehen, wenn man zu einem anderen Gildenmitglied wechselt und springt nicht mehr zurück auf den Attribute-Tab. Das war auch immer sehr nervig gewesen, wenn man jetzt auch zum Beispiel, ich hoffe, das ist da auch dann halt mit inbegriffen, wenn man jetzt zum Beispiel jemanden vergleichen möchte jetzt hier, ja, und man sagt, okay, wir wollen jetzt hier die Werte vergleichen, dann musst du halt eben ja, hier noch 2 extra Klicks machen, um halt eben noch, ja, dann auch noch die Werte zu vergleichen, weil es ist auch irgendwo, warum sollte man die Beschreibung vergleichen oder so, ne? Das sind halt Sachen, die sind halt einfach unnötig so, ne? Das ist ganz klar. Ja, und wie gesagt, da wurde halt eben auch von dem CEO halt eben auch gesagt, dass man das rückwirkend auf jeden Fall dann eben so ganz gerne gemacht hätte, dass man sich dann doch lieber noch 2-3 Monate mehr Zeit nimmt für das Update, um das dann gut rauszubringen. Und da wurde sich dann halt eben auch nochmal, denn das wurde eingesehen und entschuldigt, dass da halt eben das Ganze jetzt auch nicht mit einem Beta-Server stattgefunden hat, sondern versucht worden ist, ja, rauszubringen, halt eben zum 15. Geburtstag so ein bisschen, ne? Eventaufgaben. Wenn das Tutorial noch nicht abgeschlossen wurde, erhält man keine Meldung mehr über eine abholbare Belohnung für eine erfüllte, aber noch gesperrte Eventaufgabe. Es wurde ein Fix für Spieler bereitgestellt, die im Tutorial-Status feststecken und deshalb Probleme mit der Freischaltung der Eventaufgaben haben. Ach gut, das hatte ich jetzt zum Beispiel nicht. Zauberladen. Für Sanduhren wird im Tooltip wieder der korrekte Preis angezeigt. Arkane Toilette wirft man verzauberte Gegenstände in die Arkane Toilette, stürzt das Spiel nicht mehr ab. Gut, das hatte ich auch noch nicht. Tooltips. Tooltips berücksichtigen nun wieder Helligkeitseinstellung, Festung. In der Mine ist der Button zur Edelsteinsuche nun nicht mehr klickbar, wenn man nicht genug Gold besitzt, um eine Suche zu starten. Tränke, ein mittlerer Trank wird im Tooltip wieder korrekt angezeigt. Lokalisierung, einige fehlende Übersetzungen wurden hinzugefügt. Mobile Apps, Gilde, wenn man die Charakteransicht eines Gildenmitglieds einer fremden Gilde angesehen hat, stürzt die App nicht mehr ab. Ja, das sind so alles Sachen, die hatte ich jetzt zum Beispiel nicht erfahren, aber da kann ich mir natürlich vorstellen, dass es da auch massig Reports gab, denn die man teilweise auch selbst gar nicht irgendwie jetzt so auf dem Schirm hat. Also ja, es werden wahrscheinlich auch weitreichend noch Fehler irgendwo in dem Game sein, die ich zum Beispiel noch gar nicht ja, in Erwägung gezogen habe, so, ne? Und ja, ich hatte jetzt halt eben in der Vergangenheit jetzt eben nur das kritisiert, was ich halt eben auch so selbst gesehen hatte. Und da beziehe ich mich auch auf die App. Da habe ich jetzt auch vor 2 Tagen hatte ich jetzt das erste Mal jetzt die Version noch auf der App gespielt. Ich muss sagen, es ist natürlich alles erstmal ganz anders so, ne? Aber man findet sich relativ schnell zurecht, auch auf der App, musste ich so feststellen, wenn ich da mal meine gekaufte Meinung sagen darf an der Stelle. Ja, also wie gesagt, es wird sich die nächsten Wochen drum gekümmert werden, dass hier das Update, so wie es rausgekommen ist, halt eben auch verbessert wird. Es war ja auch klar. Und wie gesagt, an der Stelle, weil sich halt auch viele alte Sachen so zurückgewünscht werden und teilweise auch sogar zurückkommen sollen ins Game, weil halt eben von der Community sich halt teils alte Spielflüsse halt eben mehr gewünscht worden sind. Das sind ja zum Beispiel jetzt nicht so eine Doppelbelegung, die wurden halt ganz abgeschafft. Das muss man halt eben aus der Perspektive von neuen Spielern zum Beispiel sehen, dass es halt eben nirgendwo auch erklärt wird, dass man zum Beispiel jetzt die Taverne doppelt klicken kann oder so. Das war ja in der Vergangenheit so. Jetzt wurde halt eben auch das so ausgelegt, dass viele neue Spieler auch gleich so ins Game reinkommen und dann sehen, okay, für uns alte Spieler war das alles natürlich verständlich, weil wir es alles schon kannten so, ne? Aber man muss das halt eben auch aus der Perspektive der neuen Spieler betrachten und dahingehend
war es vielleicht nicht ganz so förderlich. Es ist natürlich, ne, weil ich das auch ein paar Mal gelesen hatte, nicht mehr möglich, die alte Version zurückzuholen oder zu tauschen oder ja, da irgendwie so ein Tauschbutton zwischen neu und alt, das geht natürlich nicht, weil alle neuen Updates, die auch schon in der Planung gewesen sind in Zukunft, schon auf die neue UI halt eben gemünzt und programmiert worden sind, dass halt eben auf der neuen Version auch zukünftige Updates halt eben drauf aufbauen können. Und das war halt eben auch der Punkt gewesen, warum es nötig war, das Spiel irgendwo ab einem gewissen Zeitpunkt weiter entwickeln zu können, um halt eben keinen Stillstand dorthin gehend zu haben und ja, zahlreiche weitere Features in der Zukunft halt eben irgendwie auch unterbringen zu können. So, ne? Ja, ich denke mal, das sollte einigermaßen verständlich sein. Und das war es erstmal soweit sonst von mir. Wenn es da Neuigkeiten gibt oder irgendwelche neuen Updates oder Bugfixes oder sowas in Zukunft geben wird, wie gesagt, da kommt jetzt wohl, wird jetzt halt wie gesagt der Hauptfokus drauf gelegt und halt eben Woche für Woche neue Ziele angepeilt, dass halt eben noch der Feinschliff an dieser neuen Version von Shakes & Fidget halt eben so gut wie möglich und so schnell wie möglich, so effizient wie möglich gearbeitet wird. So, das war so eigentlich die Kernaussage aus den 1,5 Stunden, wo der CEO gestern im Stream gewesen ist. Und ja, mehr kann ich dazu euch auch nicht sagen. Also bleibt gespannt, bleibt ja, locker durch die Hose atmen, würde ich mal so sagen, an der Stelle. Und ja, dann wird auch in Zukunft alles gut. Ne? Okay, das war es erstmal soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.